Mitten in der Nacht, während die meisten schlafen, läuft dieser Flughafen auf Hochtouren. Passagiere, Crews, Technik und Flugzeuge überall. Und ich durfte genau dahin, wo man als normaler Reisender nie hinkommt. Eine komplette Nachtschicht lang habe ich das Team am Paderborn-Lippstadt Airport begleitet, vom Terminal bis aufs Vorfeld und hinter die Abläufe rund um euren Flug. Also kommt mit, wir erleben gemeinsam eine komplette Nacht am Flughafen. Ready for boarding? Ja, dann mal los. Und damit herzlich willkommen hier vom Paderborn-Lippstadt Airport. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, was hier so nachts hinter den Kulissen los ist. Auf geht's! Bevor wir hier aber unsere Nachtschicht heute beginnen, zeige ich euch nochmal, was euch an diesem Flughafen hier am Paderborn-Lippstadt Airport so erwartet. Der Paderborn-Lippstadt Airport blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seit seiner Eröffnung im Jahre 1971 hat er sich vor allem als wichtiger Standort für den Urlaubsverkehr etabliert. Eine Besonderheit ist, dass er zu den wenigen Verkehrsflughäfen in Deutschland gehört, an denen kein generelles Nachtflugverbot gilt. Perfekt also genau für so eine Nachtschicht wie heute. Auch die Anreise hierher ist unkompliziert. Der Airport liegt direkt an der A44, ist regelmäßig per Schnellbus erreichbar und verfügt zudem über zahlreiche Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Terminal. Seit 2024 trägt der Flughafen offiziell den Zusatz Heinz Nixdorf, benannt nach dem bekannten Paderborner Computerpionier, der sich schon früh für die Entstehung und Entwicklung des Flughafens eingesetzt hat. Und wer hier vor einem frühen Abflug oder nach einer späten Ankunft direkt am Flughafen übernachten möchte, der findet nur wenige Gehminuten vom Terminal entfernt das Area Hotel. Genau dort habe ich auch meine Nacht verbracht, in einem wirklich schönen Zimmer mit toller Aussicht auf die Natur direkt am Flughafen. Und was den Paderborn-Lippstadt Airport natürlich total auszeichnet, ist der Punkt, dass es hier kein Nachtflugverbot gibt. Das heißt, hier starten die Flüge auch in der Nacht. Und das ist natürlich besonders praktisch, wenn ihr von hier aus in den Urlaub startet. Beispielsweise zu meinem Lieblingsurlaubsziel nach Antalya in der Türkei. Da fliegt ihr hier nämlich am frühen Morgen ab, kommt dann so gegen 7 bzw. 8 Uhr morgens in Antalya an, habt noch den ganzen ersten Urlaubstag vor Ort. Und wenn ihr zurückfliegt, dann ist euer Urlaubsflug hier in die Heimat, zum Heimathafen Paderborn-Lippstadt Airport, natürlich auch erst abends. Das heißt, ihr habt auch noch den letzten Urlaubstag komplett in der Sonne. Und es ist kurz nach 21 Uhr. Ich habe jetzt hier einen Tagesausweis bekommen, die Warnweste angezogen. Es kann losgehen. Und natürlich bin ich heute Abend nicht alleine hier. Der Jan ist heute mit dabei. Ja, hi. Ich freue mich auf die Nacht mit dir. Genau, er ist hier auch Ramp Agent am Paderborn-Lippstadt Airport und er zeigt mir heute mal, was hier heute Nacht so passiert. Und wir haben es jetzt kurz nach 21 Uhr, die Sonne geht langsam unter, also eine richtig schöne Flughafenromantik hier. Und hier wird schon alles vorbereitet für die Ankunft von der Ryanair beziehungsweise der Lauda. Hier kommt nämlich gleich ein Airbus A320. Und ihr wisst ja, bei Ryanair, da muss es manchmal etwas schneller gehen. Es gibt hier sogar eigene Schilder, die den Reisenden dann anzeigen, wo sie eben einzusteigen haben, je nach Sitzreihe. Und die werden hier jetzt gleich an das Flugzeug herangefahren. Eine kleine Premiere. Hier auf dem Vorfeld bin ich auch noch nie mit dem Auto gefahren. Braucht man da eigentlich einen speziellen Führerschein? Ja, also genau, wir brauchen immer einen Vorfeldführerschein, der ist ein bisschen spezieller als die Straße wegen den ganzen Markierungen und ja. Die Flugzeuge ja auch Vorfahrt haben am Vorfeld. Aber ich sag's dir, das Gerät hier, das ist das Beste, was wir haben, das macht am meisten Spaß. Ich darf es leider nicht fahren, man braucht also einen speziellen Führerschein, aber auch als Beifahrer ist das richtig cool. Und das waren jetzt wirklich nur wenige Minuten, nachdem das Flugzeug gelandet ist und schon wird die Tür hier geöffnet. Auf jeden Fall spannend, das mal so mitzubekommen aus der Perspektive von unten. Das Flugzeug ist jetzt gelandet, die Leute sind am Aussteigen und hier am Boden, da gehen die Prozesse natürlich direkt weiter. Hier werden jetzt nämlich direkt alle Gerätschaften zum Aus- bzw. später Einladen der Koffer schon angebracht. Und das sieht dann so aus, hier werden jetzt die Koffer gerade schon fleißig ausgeladen. Und weiter links sehen wir jetzt auch schon direkt den Tankwagen. Das Flugzeug bekommt also nochmal frischen Sprit für den Flug gleich zurück nach Palma de Mallorca. Die ganzen Bodenprozesse hier, die haben jetzt keine 10 Minuten gefühlt gedauert. Gepäck wurde ausgeladen, wieder eingeladen. Und jetzt beginnt hier auch schon wieder das Boarding. Die Fluggäste warten schon auf den Einstieg hier auf dem Vorfeld für den Ryanair-Flug nach Palma de Mallorca.
Und in 10 Minuten, da soll es tatsächlich auch schon losgehen. Aber bevor das Flugzeug jetzt hier zur Startbahn rollen kann, muss es natürlich erstmal ein Stückchen zurückgefahren werden. Denn Flugzeuge haben ja bekanntermaßen keinen Rückwärtsgang. Und dafür haben wir jetzt hier schon das Push-Fahrzeug stehen. Steigen wir mal ein. Steigen wir ein und drücken das Ding nach hinten. Ne? Drücken wir den mal nach hinten. Los geht's. Und so sieht das hier drin übrigens aus. Also einen Beifahrersitz gibt es auch. Und du hier auf der Fahrerposition. Jetzt warten wir noch ein bisschen, ne? Wir warten noch ein bisschen, machst du noch ein bisschen gemütlich, bis der Kapitän dann auch ready ist. Und dann drücken wir den Vogel nach hinten. Aber auf jeden Fall schön mit Klimaanlage hier drin. Das ist das Wichtigste. Bei dem Wetter definitiv. Und jetzt werden hier einmal die Bremsklötze entfernt und wir können losfahren. So Jan, jetzt hast du hier das Flugzeug gerade so aufgebockt mit einem Joystick in wenigen Sekunden. Also man stellt sich das schon schwerer vor, ne? Ich meine, das Ding wiegt ja auch mehrere Tonnen, ne? Tatsächlich, ja. Aber unser Schlepper, der kann 100 Tonnen anheben. Ja. Also für den ist das quasi wie mit links angehoben. Also ist eine Leichtigkeit. So ein A320 ist quasi das Trainingsprogramm Ja, hier. ist gar kein Problem. Jetzt ist er auf jeden Fall hochgebockt und jetzt können wir ihn einmal zurückpushen. Und los geht's. Auf geht's, genau. Einmal im Tempo nach hinten. Flugzeug ist gepusht, Job ist erledigt und wir können jetzt noch mal zugucken beim Start. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal rein, ne? Genau, Einen ab Kaffee zur Pause, trinken. ne? Genau, ab zur Pause. Bis zum nächsten Flugzeug. Die Pause ist vorbei und es ist jetzt hier gerade 23 Uhr. Ihr seht es im Hintergrund, ganz leichtes Tageslicht noch. Und es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, denn die nächsten Flugzeuge, die kommen in gut 2 Stunden. Unter anderem die Sun Express aus Antalya. Jetzt schauen wir uns aber einmal an, wie das hier aussieht, wenn ihr hier ankommt und wie hier vor allem auch das Gepäck ankommt. Und zwar sind wir jetzt hier einmal im unteren Bereich vom Airport und hier sind die Gepäckbänder. Hier kommen dann nämlich die ganzen Wagen, auf denen die Koffer dann eben verladen sind, an. Und die werden dann eben hier draufgepackt und dann laufen sie von hier aus in Richtung des Ankunftsbereiches, wo dann die Passagiere ihr Gepäck eben wieder in Empfang nehmen. Und auf dem Weg nach oben jetzt zu den Gepäckbändern aus der Passagiersicht sehen wir jetzt hier auch nochmal einen Gate-Bereich. So sieht das hier aus am Paderborn-Lippstadt Airport, wenn ihr abfliegt. Also zahlreiche Sitzmöglichkeiten. Da hinten gibt es auch nochmal einen Automaten mit so ein paar Snacks. Und das Ganze ist jetzt hier im Non-Schengen-Bereich, da hinten auch zu sehen, die Passkontrolle. Das heißt, hier sitzt und wartet ihr dann unter anderem auf den Flieger in Richtung beispielsweise Antalya. Ihr findet aber auch neben den Snackautomaten hier im Sicherheitsbereich einen kleinen gastronomischen Bereich. Hier zu sehen einmal ein Imbiss, da gibt es unter anderem auch Pizza und auch noch weitere Snacks und Getränke. Und es ist wirklich ein Flughafen der kurzen Wege. Hier geht es dann auch schon direkt weiter in Richtung Ausgang bzw. Gepäckausgabe. Und wenige Sekunden später sind wir dann auch schon angekommen hier im Ankunftsbereich mit den Gepäckbändern. So sieht das hier aus. Und da kommen jetzt auch gleich die Koffer drauf von dem gerade gelandeten Eurowings-Flug hier aus Palma de Mallorca. So Jan, jetzt haben wir uns hier mal den Ankunftsbereich angeschaut mit den Gepäckbändern und so weiter. Die Fluggäste, die jetzt hier ankommen, die würden jetzt hier einmal noch durch den Ausgang gehen und dann eben zum Auto hier, zum Parkplatz direkt vor der Tür, zum Bus und so weiter. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg in Richtung Check-in, würde ich vorschlagen. Sehr gute Idee. Hast du einen Personalausweis dabei? Ich habe den Personalausweis dabei, aber leider geht es ja für mich heute nicht zum Beispiel nach Antalya. Ach, schade, kein Urlaub heute. Aber es ist wie Urlaub bei euch hier. Also der Urlaub startet ja auch in der Regel immer am Flughafen. Schauen wir uns das mal an. Genau. Komm mit. Und jetzt sind wir hier am Check-in-Bereich angekommen und auch hier ist noch so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Die Schalter haben noch nicht geöffnet, aber die ersten Fluggäste, die sind hier schon eingetroffen. Und übrigens, wenn ihr hier mal mit Kindern ab Paderborn-Lippstadt abfliegt, dann gibt es hier sogar noch einen kleinen Kinderbereich mit so ein bisschen Spielzeug und so weiter direkt vor den Check-in-Schaltern. So, jetzt haben wir hier mal hinterm Check-in-Schalter Platz genommen. Normalerweise kenne ich das nur von der anderen Seite, wenn ich am Flughafen bin. Ja, Jan, du hast jetzt hier so ein Label, ne? Genau. Ich habe das Kofferlabel hier. Das steht natürlich jetzt nichts drauf, weil noch kein Flieger eingecheckt wird. Aber anhand dieses Labels, das brauchen wir unten bei der Gepäckabfertigung immer, damit wir genau wissen, wo euer Koffer hingehört. Genau, das Label, ganz wichtig, das kommt an den Koffer ran. Und das hier, die Bordkarte, die bekommt ihr dann natürlich, damit ihr dann von hier aus auch durch die Sicherheitskontrolle in Richtung eures Gates kommt.
So Jan, jetzt haben wir es 12:30, mitten in der Nacht. Und hier ist jetzt langsam so der angehende Betrieb, ne? Es geht jetzt langsam los, die Leute checken langsam ein. Und auf diesem Rundband hier kreisen natürlich jetzt die ganzen Koffer, die dann sortiert werden müssen nach Flugzeug und nach Destination. Genau, die Koffer, die wir jetzt gerade beim Check-in oben gesehen haben, die sind jetzt inzwischen eine Etage weiter nach unten gefahren und werden jetzt hier eingeladen. Und bevor jetzt gleich die nächsten Flugzeuge hier eintreffen, nutze ich mal kurz die Zeit und zeige euch etwas, was eigentlich gar nicht in die Sommerjahreszeit passt. Hier gibt es nämlich auch diese Enteisungsfahrzeuge für den Winterbetrieb und da gibt es dann vorne so einen Korb. Da stellt sich dann jemand drauf und damit werden dann die Flugzeuge im Winter mit einer Enteisungsflüssigkeit besprüht. So, und jetzt sind wir einmal nach oben gefahren. Also ich kann euch nur sagen, das scheint ein wirklich geiler Job zu sein. Die Aussicht ist auf jeden Fall einmalig. Wir haben hier einen richtig tollen Blick jetzt über das Vorfeld und du hast jetzt hier gerade diese Pistole in der Hand. Genau, ich habe so eine Pistole in der Hand. Damit besprühe ich dann das Flugzeug tatsächlich mit Enteisungsflüssigkeit und entferne alles an Kontamination, Eis, Schnee, sonst was im Winter halt da ist, um dann das Flugzeug startklar zu machen. Ja, jetzt im Sommer mit T-Shirt hier ist es natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber ne, im Winter, da kann das dann schon mal ganz schön kalt werden. Dann Ne? geht das hier oben schon ziemlich zügig, ja, mit Wind und Niederschlag eventuell dann noch. Ein bisschen Glück hast du, wenn die Pistole wärmt sich auch ein bisschen auf und Ja. hast du zumindest warme Hände. Aber die Aussicht, die ist wirklich richtig einmalig bei dem Job hier. Ja, das ist schon fast die beste Aussicht an diesem Flughafen. Und vom Tower. Ja, der Tower ist vielleicht noch ein bisschen spektakulärer von da ganz oben. Und das Flugzeug, was wir da gerade von oben gesehen haben, das war übrigens ein Airbus A320 von der Airline Freebird Europe, eine Tochter der türkischen Freebird Airlines. Von denen gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Schaut da auch gerne einmal rein. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal jetzt auf jeden Fall. Damit unterstützt ihr hier meine Arbeit sehr. Vielen, vielen Dank euch im Voraus. Und jetzt haben wir nochmal die Position gewechselt und wir stehen jetzt einmal hier in einer Gatebrücke. Denn Genau. der nächste Flieger kommt und zwar die Sun Express mit einer Boeing 737 MAX 8 aus Antalya. Und du steuerst jetzt hier schon mal so ein bisschen den Finger vor quasi, ne? Ich bereite ihn jetzt vor, damit das gleich alles schneller geht. Wir fahren ihn jetzt auf knapp 2,70 Meter als Vorbereitungshöhe, weil wir sagen, ungefähr eine 737 ist ungefähr 2,70 Meter hoch bei der Ankunft und dann schauen wir gleich mal spontan, wie hoch sie da tatsächlich ist. Also ihr seht, 2,70 Meter, perfekte Höhe, um jetzt auch das Flugzeug hier reinrollen zu sehen. Die Sun Express 737 MAX 8 ist angekommen. Die Passagiere steigen aus durch die Fluggastbrücke. Und hier beginnen jetzt wieder die ganzen Bodenabläufe. Und das ist echt beeindruckend, wie das hier alles so Hand in Hand läuft. Das Flugzeug ist gerade mal wenige Minuten am Boden, gerade erst gelandet. Und schon wird das Gepäck ausgeladen. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Das ist wirklich richtige Teamarbeit hier. Und übrigens, ich kann euch auch mal zeigen, wie das drinnen aussieht im Flugzeug. Also da, wo eure Koffer verladen werden. Hier hat man dann diese Bänder, darüber rollen dann die Koffer unten in den Bauch vom Flugzeug. Und ihr seht, hier ist in jedem Fall richtig viel Stauraum, richtig viel Platz drin. Und parallel zu den ganzen Prozessen, die jetzt unten am Flugzeug ablaufen, wie zum Beispiel die Gepäckverladung und so weiter, wird diese 737 MAX 8 von Sun Express jetzt natürlich auch noch drinnen gereinigt. So, und jetzt sind wir mal ein paar Meter weiter gegangen und hier beginnt jetzt auch das Boarding für den Sun Express Flug XQ367 nach Antalya. Abflug soll jetzt hier in einer halben Stunde sein. Ja, die ersten Passagiere, die kommen, steigen ein. Ich bleib leider hier. Wobei, hier ist auch gerade sehr schön. Und bei der Sun Express sind jetzt alle Passagiere eingestiegen. Sie startklar. Parallel dazu kommt jetzt hier schon der nächste Flieger, nämlich ein Airbus A320 Neo von Pegasus, ebenfalls aus Antalya. Einmal die angekommene Pegasus und einmal hier die jetzt abfliegende Sun Express, ready for Pushback. So, die Position kennen wir schon. Fahren wir einmal los, ne? Los geht's, wieder der Vogel rückwärts. Den Vogel rückwärts, genau.
Pushback erledigt und jetzt wirft die 737 MAX 8 hier gerade ihre Triebwerke an. Was ist jetzt noch zu tun? Genau, die beiden Kollegen, die Ramp Agents, die beobachten jetzt in diesem Fall den Triebwerkstart, dass auch alles so abläuft, wie es sein soll. Dann ziehen die beiden den Steering-Pin, also den Steuerungspin, damit wir die Steuerung übernommen haben und damit danach der Kapitän das Flugzeug wieder steuern kann und dann kann es losgehen nach Antalya. Genau, gleich geht's auch nach Antalya. Und bei der Pegasus beim Airbus A320 Neo können wir jetzt übrigens auch mal sehen, wie so ein Flugzeug betankt wird. Hier ist nämlich einmal der Tankwagen angeschlossen und ihr seht's, der Sprit, der läuft hier wirklich ununterbrochen hinein in die Tanks. Also das ist doch deutlich schneller als an der Zapfsäule an der Tankstelle. Und auch spannend, Toiletten bzw. altes Wasser, das wird auch aus den Flugzeugen direkt hier abgepumpt. Das können wir nämlich nochmal hier sehen. Ganz am Ende, am Heck des Flugzeugs wird das jetzt gerade befestigt. Und dann kann entsprechend das Wasser ausgetauscht werden. So Jan, wir haben es kurz nach 2, mitten in der Nacht. Ja. Wir sind an der Hälfte der Nacht angekommen, ne? Richtig. Was haben wir noch? Wir haben jetzt gerade die Pegasus, die boardet. Danach kommt noch eine Sun Express nach Antalya. Und dann haben wir unsere Overnight-Maschinen, die Eurowings nach Palma de Mallorca und die Freebird. Also die Zeit, die vergeht ja schon ganz schön schnell. Ein paar Flüge sind es noch und dann ab ins Bett. Und es wird ja auch schon bald schon wieder hell, ne? Ja, richtig. Das ist immer das Beste hier. Der Sonnenaufgang, den nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall, da bin ich jetzt schon drauf gespannt. Ganz wichtig übrigens auch an so einem Flughafen, da gibt es auch ganz, ganz viele Linien. Das sind mehr oder weniger Fahrbeschränkungen wie auf der Straße. Das heißt, da werden bestimmte Bereiche beschränkt, Haltelinien für Flugzeuge und so weiter. In jedem Fall aber auch sehr interessant und vor allem auch sehr sicherheitsrelevant. So, jetzt haben wir es kurz vor 3 Uhr morgens. Jetzt geht noch eine Sun Express raus nach Antalya. Und du hast jetzt hier gerade diesen Pin, diesen Remove Before Flight Pin, den ihr wahrscheinlich auch von eurem Schlüsselbund in kleinerer Form kennt. Was machen wir damit jetzt? Genau, das ist der sogenannte Bypass-Pin oder Steering-Pin, kann man beides sagen. Den stecken wir gleich vorne in das Fahrwerk rein vom Flugzeug. Damit deaktivieren wir die Steuerung für den Piloten, sodass wir dann beim Pushback das Flugzeug selber steuern können und keine Beschädigungen passieren. Dann lass uns das mal machen. Hier läuft jetzt gerade das Boarding für den Sun Express Flug nach Antalya und ihr seht oben auf dieser Anzeige, da steht CTOT 1:49 Uhr. Dieses CTOT, das steht für Calculated Takeoff Time und 1:49 Uhr, das ist die Uhrzeit immer in der sogenannten Zulu-Zeit, also einer festgelegten Standardzeit hier im Luftverkehr. In der deutschen Zeitzone sind das im Sommer noch mal 2 Stunden drauf, also 3:49 Uhr hier in der deutschen Zeitzone die kalkulierte Zeit zum Takeoff. So, und inzwischen haben wir schon 4:30 Uhr am Morgen. Gerade haben wir noch mal ein bisschen Pause hier gemacht und ich habe mir jetzt auch mal eine wärmere Jacke angezogen. Denn obwohl es Sommer ist, ist es hier doch ganz schön frisch heute Morgen. Und jetzt kommen wir noch mal zu einem richtigen Highlight. Und zwar sehen wir hier schon im schönsten Morgenlicht den Airbus A320 von Freebird Europe. Der soll in etwa einer Stunde nach Heraklion in Griechenland starten, auf der Insel Kreta. Und ich begleite jetzt einmal die Crew in Richtung des Flugzeugs. Sie haben gerade schon ihr Briefing abgehalten, haben sich also komplett zum Flug ausgetauscht und jetzt geht's hier einmal an Bord. Und hier bin ich jetzt an Bord im Airbus A320 von Freebird Europe. Die Crew ist jetzt auch schon hier, die bereitet sich vor, die macht noch mal ein paar Checks. Das heißt, es wird noch mal überprüft, ob wirklich alles an Bord ist, ob auch sicherheitsmäßig alles passt natürlich. Und ansonsten, das Flugzeug hier blitzeblank ist über Nacht gereinigt worden. Ja, perfekt, wunderbar. Die Leute können einsteigen. Can you check the door, please, again? Slide these on. Thank you. Just a sound. So, Mariam, jetzt habe ich gerade mal geschaut, wie ihr hier die Kabine vorbereitet habt und so weiter. Ist alles perfekt? Alles perfekt. Equipment passt. Security Search passt. Ready for boarding. Ja, dann mal los. Dankeschön. Auf geht's ins Boarding. Danke euch. Dankeschön. Ja, und während die Freebird Airlines Europe gleich hier in Airbus A320 boardet, hat es die Eurowings schon gemacht. Alle sind eingestiegen und es kann losgehen.
Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das eigentlich so ist, wenn man hier neben dem Flugzeug läuft. Denn ihr wisst ja, wenn das Flugzeug zurückgepusht wird, dann ist auch noch jemand dabei, der immer parallel mitläuft. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und hier am Boden, da ist jetzt auch alles erledigt und der Airbus A320 kann jetzt geboardet werden für den Flug nach Heraklion. So Jan, gleich haben wir es geschafft, ne? Genau. Die Eurowings startet da hinten gerade, die Freebird wird geboardet. Jetzt schauen wir uns nochmal die Freebird beim Start an Guter Plan. und dann geht's bald ins Bett, oder? Ja, bist du schon müde? So ein bisschen. Und du? Ja, geht noch. Oha. Aber ich bin noch geübt. Ja, ihr seht's. Übung macht den Meister auch hier. So Jan, Jetzt haben wir es geschafft. jetzt haben wir es geschafft. 6 Flüge, Sun Express, Pegasus, Eurowings, Lauda und eben noch die Freebird Europe. Vielen, vielen Dank, dass ich dich heute hier begleiten konnte. Es hat riesig Spaß gemacht bei euch hier am Paderborn-Lippstadt Airport. Wir haben jetzt hier gerade nochmal die Runway im Hintergrund, konnten hier auch gerade nochmal vorbeischauen. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an den Paderborn-Lippstadt Airport, dass ihr das so ermöglicht habt. Und auch an dich. Es war super geil. Sehr gerne. Du bist Mega. immer gerne herzlich willkommen hier. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Mein Heimathafen, das ist der Slogan hier vom Paderborn-Lippstadt Airport. Und obwohl es nicht meine eigene Heimat ist, kann ich euch nur sagen, dass ich mich hier richtig heimisch gefühlt habe. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, hier einmal dabei sein zu können in der Nacht. Es ist aber auch grundsätzlich eine tolle Gegend hier. Viel Natur, kleine Dörfer und so weiter. Hier fühlt man sich in jedem Fall wohl und in dem Flughafen erst recht. Süßes Terminal, kurze Wege, tolle Airlines, die hier abfliegen und vor allem ein richtig tolles Team, was hier heute Nacht auch einen geilen Job gemacht hat. Es hat unglaublich Spaß gemacht, hier mit dabei sein zu können. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an das ganze Team vom Paderborn-Lippstadt Airport. Und ich hoffe natürlich, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, hier mal exklusive Einblicke in den nächtlichen Betrieb von einem Flughafen zu bekommen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne einmal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr euch vielleicht auch mal vorstellen könntet, von hier abzufliegen. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal sehen wollt, was euch bei den Airlines erwartet, die hier abfliegen, dann schaut auch mal bei mir in den Flugreports vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es auf jeden Fall gerne, kommentiert es, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Zwischen Gate und Ziel. Schöne Grüße aus Ostwestfalen.